John seinen gewohnten Spaziergang antrat. John atmete tief die frische Luft ein, genießend die Stille, die nur durch das Rascheln der Blätter und das Zwitschern eines Vogels unterbrochen wurde. Plötzlich hörte er ein leises Wimmern. Es kam aus dem Unterholz, ein verzweifeltes Flehen, das Johns Herz in die Brust drückte. Vorsichtig drängte er sich durch die Büsche und sah ein kleines, mageres Wesen, das sich vor Kälte zitterte. Es war ein Mischlingswelpe mit dünnem Fell, einem großen Kopf und ungleichmäßigen Körperproportionen. Seine Augen waren groß und voller Angst. John konnte das Tier nicht einfach zurücklassen. Er nahm es vorsichtig in seine Arme und spürte, wie es sich an ihn drückte. Es war so schwach, fast wie ein kleines Baby. Zu Hause wartete Sarah, seine Frau, besorgt auf ihn. Als sie das kleine, elende Geschöpf sahen, war auch sie sofort verliebt. Sie nannten ihn Wunder und versuchten, ihn aufzupäppeln. Doch Wunder wollte weder trinken noch essen. Er lag nur regungslos da und sah sie mit großen, traurigen Augen an. Johns und Sarahs Herzen schmerzten für den kleinen Kerl. Sie fuhren sofort in die Tierklinik. Der alte Doktor Neumann, ein Mann mit ruhigen, weisen Augen, untersuchte Wunder gründlich. John und Sarah warteten angespannt. Die Zeit schien stillzustehen. Dann sprach Dr. Neumann: Es ist kein Welpe, sondern ein Jungtier der Babirusa-Artikel. John und Sarah waren geschockt. Ein Babirusa? Ein seltenes, schweinartiges Tier mit eigentümlichen, nach oben gebogenen Stoßzähnen, das eigentlich nur in Indonesien vorkommt? Wie konnte ein solches Tier im deutschen Wald sein? Dr. Neumann lächelte. Wunder ist wohl aus einem Zoo ausgebrochen. Er braucht spezielle Nahrung und Pflege. John und Sarah konnten nicht glauben, was sie hörten. Ein kleines, verlorenes Babirusa, das sie liebevoll aufgenommen hatten. Wunder, der kleine Welpe, der sie mit seiner Hilflosigkeit so sehr berührt hatte, war gar kein Welpe. Doch trotz der Überraschung waren sie erleichtert. Wunder würde in gute Hände kommen und die richtige Pflege bekommen. Johns und Sarahs Herz schmerzte beim Abschied von Wunder. Sie waren ihm so ans Herz gewachsen. Doch sie wussten, dass sie das Richtige taten. Wunder war in Sicherheit und würde bald wieder gesund sein. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.